mein Name ist Tanja und heute zeige ich dir, wie du mit einem Lichtsetup und einer Octabox von 90 cm Durchmesser 3 unterschiedliche Looks kreieren kannst. Mein bezauberndes Model ist die TJ und los geht's! Bevor ich überhaupt mit einem Shooting anfange, überlege ich mir, welche Stimmung ich kreieren möchte und ob das zu dem Modell passt. Meine Idee für heute war eine selbstbewusste, rockige Ausstrahlung mit so einem Hauch von Rebellion und ich dachte, das passt auch ideal zu TJ. Um diesen Look zu kreieren, habe ich als allererstes TJs Gesicht analysiert. Das mache ich immer vor einem Shooting. Was fällt bei TJ auf? Sie hat sehr markante Wangen- und Kieferknochen. Die Wangenknochen, die wollte ich richtig in den Fokus rücken und noch verstärken. Deswegen habe ich mich entschieden, dass das Licht von oben kommen muss. Warum? Ganz einfach. Wenn das Licht auf die Wangen trifft, verursacht es einen Schatten darunter. Und dadurch wird die Kontur noch stärker betont. Das passt auch übrigens ideal zu dieser düsteren atmosphärischen Stimmung, die ich erzeugen wollte. Also war Overhead Lighting das Mittel zur Wahl. Und nun geht's los mit dem ersten Setup. Der erste Look sollte in die Dark Art Richtung gehen. Dafür haben wir, wie gesagt, das Licht von oben positioniert. Ich habe es aber nicht parallel zum Boden positioniert, sondern die vordere Seite quasi, die vom Modell weggerichtet ist, ein bisschen nach unten gekippt, so dass Licht in die Augen kommt und Augenschatten reduziert werden. Zusätzlich habe ich auch noch eine Wabe benutzt. Warum? Weil die Wabe, die bündelt das Licht und dadurch wird eine gezieltere, dramatischere, düstere Stimmung erschaffen, die zu diesem Dark Art Look bestens passt. Ich zeige euch hier mal ein Bild mit und ohne Wabe, so dass ihr das im Vergleich sehen könnt, welche Lichtstimmung geschaffen wird. Zusätzlich hatte TJ einen richtig coolen Fransenschal dabei, der den Dark Art Look perfekt komplementierte. Für den zweiten Look wollten wir die rockige, rebellische Seite rausholen. Was habe ich gemacht? Ich habe TJ ein Lederkleid von mir gegeben und sie hatte so einen ausgefallenen Kragen. Wir haben beides kombiniert. Ich finde es immer super, wenn man mit Modellen zusammen so coole Ideen umsetzen kann. Was habe ich mit dem Licht geändert? Ich habe einfach die Wabe entfernt. Und sonst das Setup genau gleich gelassen. Aber ihr könnt schon sehen, ich zeige euch nochmal von Dark Art und von dem hier ein Foto, was für einen Unterschied das macht. Zusätzlich habe ich TJ gesagt, sie soll Bewegung reinbringen. Bewegung und Dynamik sind immer ideal, um die Bilder, man kann es nicht anders sagen, als lebendig zu machen. TJ hat es perfekt umgesetzt. Sie hat Posen ausprobiert, sie hat viel mit den Haaren gespielt und ja, sie hat einfach die Idee zu 1000% umgesetzt. Oder was sagt ihr? Head into the unknown, down the rabbit hole, where it stops, no one knows. So, jetzt sind wir schon über die Hälfte des Videos. Wenn euch dieses Video bis hierhin gefallen hat, dann würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst und einen Kommentar schreibt. Ihr könnt natürlich auch den Kanal abonnieren. Diese 3 Aktionen sorgen nämlich dafür, dass wir mehr Reichweite kriegen und diese Community noch ein bisschen mehr wachsen kann. Und nun geht's weiter mit dem dritten Look. Bevor wir jetzt mit dem dritten Look anfangen, erzähle ich euch noch ein bisschen über den Blitz, den wir verwendet haben oder die Ausrüstung. Ich werde euch natürlich auch alles in der Infobox verlinken. Ich habe einen Godox V1 verwendet. Ihr könnt natürlich einen ganz einfachen Aufsteckblitz nehmen. Wenn ihr, wie ich, im Wohnzimmer shootet, dann reicht wirklich ein Blitz mit wenig Power. Ihr braucht kein 600 Watt Licht. Das ist viel zu viel für euer Wohnzimmer. Die Octabox, die hat einen Schnellspannverschluss. Die ist super, weil ihr die innerhalb von Sekunden aufbauen könnt. Und was das Licht halt sehr weich macht, ist, dass sie 2 Diffusionsschichten hat. Und das ist natürlich perfekt, um schönes, schmeichelhaftes Licht zu erzielen. Und nun geht's weiter mit dem dritten Look. Und nun kommen wir zum dritten Look.
Was wollten wir hier? Hier wollten wir auch ein paar Ganzkörperaufnahmen machen. Was habe ich geändert? Ich habe jetzt das Licht einfach parallel zum Boden ausgerichtet. Warum habe ich das gemacht? Zum einen wollte ich, dass kein Licht auf den Hintergrund kommt. Warum? Weil der sehr faltig ist und unruhig ist und er würde den Fokus von TJ wegnehmen. Zum zweiten wollte ich tatsächlich, dass das Licht auf TJ strahlt und sie im Fokus ist. Was ist der Nachteil von diesem Setup? Der Nachteil ist, wenn das Licht direkt von oben kommt, entstehen unschöne Schatten unter den Augen. Um denen entgegenzuwirken, habe ich TJ gesagt, sie soll bitte das Gesicht immer zum Licht heben. Ich zeige euch hier mal ein Foto, wenn TJ das Gesicht zum Licht wendet oder vom Licht wegwendet. Und da seht ihr schon, was dieses Setup so kritisch machte. Ne? Und da muss man immer sehr darauf achten. Was man sonst machen kann, ist, dass man einen Reflektor noch zusätzlich unten drunter legt oder einen weißen Hintergrund mit Boden zum Beispiel verwendet, so dass Licht zurückreflektiert wird und dann diese Schatten deutlich minimiert werden. Ich wollte aber die volle Dramatik, deswegen habe ich es weggelassen. Ich zeige euch jetzt hier die Ergebnisse von dem dritten Look. Man kann wieder sehen, dass man mit einem Lichtsetup und kleinen minimalen Änderungen große Wirkung erzielen kann. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann empfehle ich euch, auf das verlinkte Video zu klicken, denn da haben wir nochmal richtig coole Porträts, aber mit einem anderen Lichtsetup umgesetzt. Und ich sage ciao, bis nächste Woche.